Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zur Bausatzbesprechung über die Bell UH1D von Revell im Maßstab 1:48 und zu den Sachen, die ich mir zusätzlich wieder gegönnt habe. Und ich würde sagen, schauen wir uns alles an. Die Bell UH1D SAR von den Heeresflieger wird mein nächstes Projekt. Ich werde die Bell als SAR-Version bauen. Der Maßstab ist 1:48. Das Modell ist 27,1 cm lang und der Rotordurchmesser beträgt 30,8. Die Bausatznummer ist die 04452. Der Bausatz ist schon ein bisschen älter, ich glaube von 2009, aber das soll uns nicht hindern. Auf dieser Seite sehen wir Bilder von der Originalmaschine, auch von einer SAR-Maschine mit Liege, mit dem Kran zum Auslegen und den Rotorkopf sowie Angaben zu den Farben. Diese Seite haben wir immer die Boxart und hier haben wir Revell typisch nochmal ein bisschen Geschichte zu dem Fluggerät. Auf dieser Seite genau das gleiche. Und ich würde sagen, schauen wir einfach mal rein, was alles drin ist. Ich muss noch dazu sagen, der Bausatz war gebraucht. Es sind zwar alle Teile noch original vorhanden, aber er ist schon geöffnet. Wir haben hier einen Revell typischen Schüttkarton. Da haben wir einmal einen großen Beutel mit allen Gießästen und die Bauanleitung. Auf dem Deckblatt haben wir wieder Geschichte zum Hubschrauber. Hier habe ich mir schon kleine Notizen gemacht zu der Maschine, die ich bauen werde. Ich werde mir den Christoph 29 aus Hamburg bauen. Vielen wird er bekannt sein aus der Serie Die Rettungsflieger. Auf den ersten Seiten haben wir die typischen Sicherheitshinweise von Revell. Dann eine Übersicht über die Farben und die Übersicht über die Gießäste. Die Teile, die nicht benötigt werden, sind ausgeschwärzt. Hier geht es los mit der Bodenplatte oder mit der Bodengruppe des Hubschraubers. Bauschritt 3 und 4 befassen sich mit den Sitzen, Steuerungselemente, dann die Abdeckung oder die Trennwand zum Getriebe. Die anderen Sitze, je nach Wahl, muss man dann unterscheiden, welche Version man baut. Hier sieht man ja schon die Heeresversion oder die SAR-Version. Unterschiedliche Ausstattungsvarianten kommen hier rein. Da, um medizinische Geräte zu halten oder hier, um Truppen zu transportieren. Hier auch nochmal eine Halterung für medizinische Geräte sowie die Fahrtrage. Dann sieht aus, da der Ausleger wird hier montiert. Ein Kran, eine Seilwinde zum Abseilen und zum Bergen. Einbau von Schränken und das Deckenpanel mit den Overhead-Bedienelementen. Das Zusammenpassen der ganzen Angelegenheiten. Hier werden Löcher gebohrt. Muss man wieder schauen, welche Version man baut. Und Zusammenbau des Rotorkopfes. Hier werden dann beide Hüllen zusammengeführt mit dem Inlay, Einsetzen der Scheiben, des Daches sowie der Abdeckung der Turbine. Noch einzelne Lüftergitter, das Aufsetzen, dann Antennen und Kabelschneider. Hier unten auch nochmal Antennen und Kabelschneider, Positionsleuchten, die Kufen und der Heckausleger wird montiert. Das Einsetzen der Scheiben in die Türen und das Einbringen. Paarweise kann man auch die Schiebetür offen darstellen, so werde ich es machen. Ich werde die Schiebetür auf der rechten Seite geöffnet darstellen, damit man in den Innenraum schauen kann. Anbringen des Hauptrotors, der Rotorblätter und dann geht das schon mit dem Bemalen los. Hier seht ihr ja LTG 63 von 1999, dann eine Heeresmaschine aus Bückeburg oder eine Maschine von der IFOR-Mission 96 aus Bosnien mit einem Roten Kreuz. Hier haben wir jetzt die Abziehbilder mit den Hoheitszeichen der Maschine, an der SAR-Schriftzug oder Heer, sowie Notarzt, das Rote Kreuz und die IFOR-Zeichen. Das ist von 1999. Ich
Ich muss sagen, die Diegel sind noch gut erhalten. Sie sind nicht vergilbt und sie haben wirklich wenig Trägerfilm. Das freut mich für das Alter. Und hier sieht man die Instrumentenpaneele. Einmal die ältere Version der Instrumente und einmal die neuere. Jetzt schauen wir uns die Gießäste an. Das sind die Klarsichtteile. Und trotz des Alters des Bausatzes muss ich sagen, die sehen echt top aus. Man hat keine Schlieren drin. Die Frontscheibe ist wirklich schön klar. Auch die Seitenscheiben. Natürlich bei dieser komplizierten Form hat man einen leichten Vergrößerungseffekt, aber das ist ja klar, anders lässt sich das nicht darstellen. Und diese Scheiben, das sind die mit den typischen Bullaugen, mit den Fischaugen. Im Bausatz befinden sich zwei große Gießäste, einmal A und B, und an diesem Gießast ist schon diese Rumpfhälfte gelöst, die ist halt rausgebrochen aufgrund des Alters des Bausatzes. Nichtsdestotrotz kann man hier sehen, einmal die Hauptkabine und der Heckausleger. Und man erkennt schöne Vertiefung, Blechstöße und auch Nieten. Also sieht wirklich sehr schön aus. Tolle Oberfläche. Ich versuche das für euch einzufangen. Auch das gleiche an dieser Form. Und man kann schon gut erahnen, wie groß dann der Heli wird am Ende. Des Weiteren haben wir hier noch Sitze, dann die Abtrennung zum Getriebe, zum Hauptgetriebe, die Schiebetüren, die kleineren Türen vorne, Sitzbänke, Antennen und Teile für den Hauptausleger sowie das Instrumentenpanel und der Heckrotor. Am Ende vom Video mache ich euch auch wieder Fotos, Detailbilder von den Gießästen. Da könnt ihr das Video pausieren und euch nochmal die Details anschauen. Das ist jetzt der zweite und letzte Gießast. Hier sehen wir den Fußboden des Hubschraubers. Dieser hat eine Anti-Rutsch-Oberfläche. Sieht fast aus wie ein bisschen ein Riffelblech. Dann hier die Oberseite, die Hauptrotorblätter, nochmal Teile von den Sitzbänken, wo schon die Gurte dran modelliert sind, die Fahrtrage, medizinische Ausrüstung und Schränke. Die Kufen sind aus einem Stück. Die Bedieneinheiten, Steuerknüppel und Pitch. Teile vom Hauptrotor mit der Taumelscheibe. Und die Abdeckung der Turbinen. Hier sieht man auch schöne Details in den Lüftungsgittern, die sind schön modelliert und auch wieder Nieten. Mein Fazit von dem Bausatz ist soweit sehr positiv, dafür für das Alter. Ich hoffe, dass die Passgenauigkeit genauso gut ist, wie das Modell so jetzt aussieht. Und ihr kennt mich, was wäre ein Hubschrauber ohne Besatzung? Lasst euch nicht stören von dem Namen. Das ist eine Royal Navy Lynx Crew, aber dies ist auch für einen Rettungshubschrauber, deswegen auch die schöne Pose des dritten Crewmembers hier hinten an der Schiebetür. Diese werde ich einfach in den Uniformen der Bundeswehr gestalten. Der Bausatz ist von PJ Productions, Maßstab 1:48, und die Bausatznummer ist die 481125. Da sind Resinfiguren. Ich hole die mal aus der Tüte raus. Wie schon zu sehen war, 3 Stück. 2 Piloten, also Pilot, Co-Pilot und der Operator für der Winch Operator. Der Pilot hat ein offenes Visier, die Brille ist oben, eine Schwimmweste und ein Mikrofon und hat hier in der Hand eine Art Kartenmaterial.
Der andere Pilot blickt seitlich, auch mit Funkgerät. Die Hände so gestaltet, um Steuereinheiten zu bedienen. Und der Windenoperator hat das Visier geschlossen mit Funkgerät und auch in einer knienden Position. Und ich bin gespannt, wie die Figuren dann aussehen, wenn ich die fertig bemalt habe. Auch am Ende wieder Detailbilder von den Figuren. Als letztes habe ich mir von der Firma HeloStuff, das ist eine deutsche Firma, ein D-Day-Set geholt. Und das heißt passenderweise, wie manche von uns Modellbauern genannt werden, die Rivet Counter Edition. Halt um die Leute zufriedenzustellen, die wirklich das sehr genau meinen. So einer bin ich nicht, aber trotzdem möchte ich einen höheren Detailgrad erreichen. Hier sieht man schon, was drin ist. Ist für die normale SRR-Version mit 2 neuen Rotorblättern, PE-Sheets, neuer Fußboden, neue Sitze und ein neues Instrumentenpanel. Und das halt speziell für das Italeri-Kit. Lasst euch nicht wundern, das Revell-Kit von dem Hubschrauber ist ein Reboxing von dem Italeri-Kit. Deswegen passt das alles. Wenn wir die Schachtel öffnen, sehen wir hier die ganzen Resinteile in einer Tüte. Dann natürlich eine Anleitung. Der angesprochen einer von den beiden Foto-Ads-Bögen mit den neuen Instrumentenpanelen und Gurte sowie nochmal Rahmen für die Fenster. Noch ein paar weitere Abziehbilder, um mehrere und andere SRR-Versionen darzustellen. Hier auch nochmal LDG 63. Und noch ein anderer kleiner Foto-Ads-Bogen mit Haken und anderen Ausrüstungsgegenständen und Regalen. Ich falte die Anleitung einfach mal auf, dass ihr seht, was nochmal alles drin ist. Also wie gesagt, ihr seht das ja für den SRR-Dienst und dann die Bearbeitungshinweise, was man alles machen kann, sollte. Da wird nochmal eine komplett neue Seilwinde ist enthalten, andere Regalsysteme und andere Funkantennen. Hier sieht man auch eine Übersicht über die neuen Medizingeräte. Natürlich, was immer hilfreich ist, sind Fotos des Originals, wo man schön sieht, wo einzelne Sachen verlastet sind, der große Notfallrucksack, wie die Winde im eingeklappten Zustand ist, wie die medizinischen Geräte aussehen. Sogar Detailfotos von den Hydraulikleitungen, des Kranes oder der Seilwinde. Und natürlich noch verschiedene Bemalvorschläge. Hier seht ihr auch nochmal Bilder von der Originalmaschine. Wie die Gurte verbaut sind, um die ich denke mal, das ist eine Vakuummatratze, um die zu halten. Die Sitze, da auf der Innenseite der Tür die Nietung und Teile für den Rotorkopf. Das wird ein bisschen Arbeit machen, auch das Anpassen der Teile in die Maschine, aber ich freue mich da schon drauf und hoffe damit einen höheren Detailgrad zu erzielen. Wir werfen jetzt nur einen kurzen Blick in die Resinteile, die dabei sind. Hier haben wir einmal den neu gestalteten Fußboden. Und man sieht schon einen deutlichen Unterschied zu dem Original Plastikteil. Dann die Abtrennung zum Getriebe des Rotors, auch anders strukturiert. Dann nochmal die angesprochene vermutliche Vakuummatratze und nochmal ein feineres und filigraneres Umrandung vom Instrumentenpanel und sowie die 2 Hauptrotorblätter. Hier kann man ein Metalldraht innen drin sehen, das heißt, man könnte die Rotorblätter je nach Gusto biegen, wie man sie darstellen möchte. Und in der anderen Tüte befinden sich halt ganz viele Kleinteile. Hier sieht man schon die neue Trage oder Sauerstoffflaschen und Teile für die Winde sowie die Sitze der Piloten.
Please don't forget to subscribe. It's free and helps me and my channel. Thanks. Bei einem der nächsten Videos geht es dann schon um den Bau des Hubschraubers. Es wird auch eine kleine Diorama-Base dazu geben. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich das darstellen werde, ob auf dem Flugfeld oder an einer Einsatzstelle, je nachdem. Und ich würde sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Über einen Kommentar oder einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Und schreibt doch mal ruhig in die Kommentare, ich habe etwas an der Lichttechnik geändert. Ihr seht jetzt eine andere Lichtfarbe. Ich habe jetzt Tageslichtlampen genommen. Ihr müsst mir mal schreiben, ob das so auf euren Endgeräten besser rüberkommt und auch nicht die Farben verfälscht. Bis denn, euer Ben.